Ernst, was bedeutet dir der Lauf heute zu deinem 80. Geburtstag? Das ist eigentlich ein Geschenk an meinen Körper, weil er mich so weit gebracht hat und weil ich so gesund sein in diesem Alter. Das freut mich wahnsinnig. Und ich habe gedacht, das gebe ich zurück. Ist ja nicht selbstverständlich. Du hast vor 40 Jahren die Diagnose bekommen, dass du Lymphdrüsenkrebs hast. Was ist in dir vorgegangen dort? Das war für mich natürlich einfach die Klarheit, als ich die Unterlagen gelesen habe vom Ausland. Der Arzt hat das nicht gewusst oder nicht gesagt, dass es absolut tödlich ist. Und in 2,5 Jahren durchschnittliche Lebenserwartung, blühende Firma, die ich aufbaue, Familie mit 5 Kindern, das war für mich eine reine Katastrophe. Kannst du dich erinnern, wie du dort gerade reagiert hast? Du bist ja nicht jetzt einfach so, dass du alles gerade geglaubt hast. Ja, ich bin ein Realist und ich habe gleich mal gesehen, dass es nicht gut ist und habe dann müssen überlegen, was mache ich. Ich war gerade am Bau von einem eigenen Geschäftshaus. Baue ich das Büro für mich oder baue ich es für andere? Das war schon schwer. Du hast dich dann gestürzt, die Fachliteratur. Was hast du vor allem gelesen oder was hast du herausfinden? Ich wollte genau herausfinden, was die Krankheit bedeutet, wie man sie behandelt. Mir ist eine Behandlung vorgeschlagen worden, die man damals gemacht hat. Heute würde man sie nicht mehr machen. Milz beispielsweise operieren, Chemotherapie etc. Chemo ist schon recht. Aber sie führt bei dieser Krankheit auch gleich zum Tod. Heute ist es ein bisschen besser. Heute rechnet man mit 5 Jahren im Durchschnitt, aber die meisten sterben vorher. Man kann nur dann, wenn man nach einer Marktransplantation macht, kann man so Leute retten. Das ist auch heute noch so. Du bist froh, dass es damals die Operation abgesagt hast? Natürlich, ja. Aber der Arzt hat mich rausgeschossen. Ich verstand auch den Arzt. Weil es kommen viele Leute zu Ärzten und sagen, ich mache jetzt das oder dasselbe. Und dann, wenn es dann spät ist, dann kommen sie wieder zum Arzt. Oder? Du bist dann zu der Bircher-Benner-Klinik gegangen. Warum Bircher-Benner-Klinik? Das ist, wo mir dann bewusst war, was ich machen will. Ich habe gedacht, aha, Bircher-Benner, die haben früher Rohkost gemacht. Und dann dachte ich, das ist das, dass ich mal in Ruhe auf mich selber besinnen kann und dort einfach ein bisschen Abschied und Bücher lesen und so weiter. Mich zurückziehen. Das war 3 Monate. Aber dann habe ich gekochte Kost bekommen. Ich habe mich dann schon entschieden, ich will auf Rohkost vegan umsteigen. Und habe dann mit dem Koch geredet, aber das ist eine weitere Story. Und du hast dann den Entscheid getroffen, um auf Teneriffa zu gehen? Der Entscheid Teneriffa war erst nach 2,5 Jahren, weil es hier einfach relativ schwierig war, auch mit Früchten, die gut sind. Man muss sich schon vorstellen, roh, vegan, ist sehr, sehr schwierig zu machen. Also das ist nicht für jedermann, ganz sicher nicht. Und zu damaliger Zeit hat man einfach tropische, subtropische Früchte nicht gehabt. Gerade Avocados hat es noch gegeben, das ist eine sehr wichtige Frucht. Und das hat mich entschieden, dort zu probieren, ob man Bananen biologisch zu züchten. Das haben dann angefangen. Aber warum Teneriffa? Teneriffa, weil es noch europäisch ist. Und also Weisse, die dort sind, unsere Religion und alles stimmt. Und doch subtropisch gelegen ist. Man kann dort tropische Früchte, je nach Höhe, subtropische Früchte, bis zum Äpfel auf 1000 Meter oben haben. Ich habe 50 verschiedene Früchte, dann eigentlich keine Garten. Danke vielmals. Das ist schon mal für den ersten Part. Merci vielmals.